Heute möchte ich mit euch über das allseits beliebte und gefürchtete Thema Intonation sprechen. Es gibt viele verschiedene Methoden und ich versuche euch möglichst viele oder möglichst wirksame an die Hand zu geben. Fangen wir also an. Eine Methode kenne ich von Arno Bornkamp. Er sagte mir, ich solle mal eine Liste von allen Tönen machen, die auf dem Saxophon spielbar sind. So in etwa. Und hier tragt ihr nun ein, welche Töne besonders hoch sind oder welche Töne besonders tief sind, hier unten. Und ich mache es immer so, das ist aber nach Sigurd Rascher wieder, dass ich das tiefe F als Ausgangspunkt nehme. Ich stelle also mein Mundstück so ein, entweder tiefer oder höher, dass mein F1 möglichst genau stimmt. Das Stimmgerät steht auf 442 Hertz und jetzt schaue ich mal, wie mein F1 so ungefähr stimmt. Das ist zu tief, ein bisschen höher. Noch höher. So, jetzt bin ich auf 0 und jetzt schaue ich mal, wie meine Oktave stimmt. Tendenziell zu hoch. Ich habe auf meinem Stimmgerät so kleine Striche, die mir in 10 und 5 Cent Schritten sagen, wo ich so liege. Das war jetzt etwa 10 Cent zu hoch. Ich versuche es jetzt über das Kiefer fallen zu lassen. So wäre das perfekte F2 in etwa. Und nun wieder das F1. So, ich muss mir also aufschreiben hier bei meinem F2 plus 10 Cent. Das muss tiefer sein. F1 und F2 habe ich jetzt eingetragen. Jetzt wollen wir mal nach den Cs gucken. Minimal zu hoch. Deutlich zu hoch. Also plus 10 und hier plus 20. Und so gehe ich jeden Ton nacheinander durch. Wenn ihr alle Töne aufgeschrieben habt, dann werdet ihr wissen, wohin ihr die Töne jeweils ausgleichen müsst. Und das müsst ihr nun trainieren. Allmählich hat man dann ein Gefühl dafür, wie sich die einzelnen Töne ausgeglichen anfühlen und anhören. Der Körper speichert das sozusagen irgendwann ab. Ihr werdet immer wieder überprüfen müssen, ob euer F1 noch stimmt, denn je wärmer euer Instrument wird mit der Atemluft, desto höher wird die Intonation. So wie ich mein Mundstück nun am Ende eingestellt habe, markiere ich mir das mit einem Bleistift ganz leicht am Kork. Dann finde ich diese Einstellung jeden Tag wieder. Das geht nach einer Zeit weg, aber das kann man ja erneuern. So findet ihr dann eure möglichst optimale Position fürs Mundstück schon immer im Unterricht, beim Üben und in der Orchesterprobe. Natürlich werdet ihr auch feststellen, dass es nie genau gleich ist. Wenn ihr das am nächsten Tag macht, dann werdet ihr feststellen, es ist dann doch wieder anders. Aber allgemeine Tendenzen findet man durch diese Methode schon ganz gut heraus. Das Saxophon ist nun mal, wie ein berühmter Saxophonist sagte, ein fretless Instrument. Das soll heißen, wir haben keine Anschläge da, wo der Ton einrastet. Wir sind flexibel durch unseren Ansatz. Die Töne können von tief nach hoch durchaus variieren. Auch die Lautstärke spielt eine Rolle. Je lauter ihr spielt, umso tiefer wird der Ton. Und je leiser ihr spielt, desto höher wird er. Übrigens spielt es auch durchaus eine große Rolle,
welche Blätter ihr benutzt. Es gibt Blätter, die stimmen besser und es gibt welche, die stimmen weniger gut. Übrigens spielt es auch eine nicht unwichtige Rolle, ob ihr zusammenpassendes Material benutzt, sprich der Korpus und der S-Bogen. Wenn ihr da unterschiedliche Fabrikate benutzt, dann ist das schon ein Faktor, der die Intonation stark beeinträchtigen kann. Natürlich auch das Mundstück ist wichtig, ob es euch unterstützt oder eher behindert in der Intonation. Nicht zuletzt natürlich auch die Blätter. Und es gibt Leute, die sagen, auch die Blattschraube spielt eine Rolle. Grundlegend geht es bei Intonation aber immer um Referenztöne. Sprich, wenn ich eine Tonleiter spiele, dann ist immer mein Anfangston, mein Grundton, mein Referenzton. Alle anderen Töne, die sich daran aufbauen, je höher ich gehe, haben ein gewisses Spannungsverhältnis zu diesem Grundton. Auch darauf kann man sich sehr gut beziehen, wenn man Intonation übt. Hierfür könnt ihr auch ein Stimmgerät benutzen, das singen kann. Oder, naja, singen ist zu viel gesagt. Es klingt jedenfalls ein Ton. Manche können verschiedene Töne. Ich nehme mal gerne unser tiefes F, das klingend ein Ass oder auch Gis ist. Diesen hier. Wenn ich diesen jetzt die ganze Zeit singen lasse und dazu mein F spiele, dann merke ich, ich muss schon wieder woanders hin. Singe dazu. Na. Jetzt die Tonleiter. Wichtig ist, dass ich immer diesen Ton vom Stimmgerät vor allen Dingen beachte. Mein Ton ist nur im Verhältnis hierzu zu hören, zu korrigieren. Was eine Reibung, nicht wahr? Aber Septimen sind nun mal spannend. Dafür sind die Oktaven die Auflösung. Das kann man natürlich auch mit jeder Tonleiter machen, mit jedem singenden Ton. Ihr könnt sowas auch mit einem Klavier üben, indem ihr einfach den Ton anschlagt und das Pedal mit dem rechten Fuß tretet, sodass der Ton länger klingt. Überhaupt würde ich sagen, dass das Hören die größte Rolle spielt bei Intonation. Denn ihr müsst euch immer im Verhältnis zu den anderen hören. Eure Referenztöne. Und die würde ich persönlich nicht in den hohen Stimmen, sondern eher in den tiefen Stimmen suchen. Natürlich ist es meistens so, im Orchester stimmt man nach einer Flöte, nach der Oboe und dergleichen hohe Instrumente. Aber tatsächlich wäre es klüger, wenn man vor allen Dingen die Tiefenstimme als Referenz sieht. Denn danach kann ich mich ja sortieren, ob ich eine Oktave, eine Quarte, eine Terz oder was auch immer für welche Intervalle da zustande kommen, was ich da im Verhältnis zur Basslinie spiele. Und da kann ich eigentlich mich viel schneller danach orientieren. Dieses System der Referenztöne hat Sigurd Rascher auch ganz geschickt in seinem Top Tones for Saxophone angewendet. Auf Seite 11 geht er von F2 zu F3, also das Verhältnis der Oktave wird erst einmal geklärt und dann geht es eine Quarte tiefer zum C. Von diesem C aus geht es runter zum C2 und so geht er das
den ganzen Tonumfang des Saxophons durch mit Oktaven, Quarten und Quinten. Und bedenkt mal im Sinfonieorchester, wie die Streicher stimmen. Ein Streichinstrument ist auch in Quarten und Quinten gestimmt. Also ist das eigentlich gar nicht so verkehrt, diese Intervalle sich gut einzuprägen und zu versuchen, die genau zu treffen. Das hat der Sigurd Rascher schon gut gemacht. Jetzt einen Halbton tiefer. Ihr merkt schon, ich schaue fast immer aufs Stimmgerät, versuche aber anfangs nicht aufs Stimmgerät zu schauen, um erstmal das Verhältnis von diesem C, wo ich gelandet bin, zum H eigentlich erstmal zu hören. Mein A ist ein Problemton auf diesem Instrument, deswegen gleiche ich das aus. Ausgleichsgriffe, das ist wieder ein extra Thema, findet ihr bei Hello Mr. Sax von Jean-Marie Londex. Die berühmte Saxophonistin Carina Rascher sagt ja, Intonation übt man am besten, indem man singt. Zum Beispiel die Stellen, die man gerade üben möchte, erstmal singen. Oder diesen einzelnen Ton in Bezug zu dem vorigen Ton in dieser Phrase. Einfach mal versuchen zu singen, das ist auch sehr hilfreich. Eine weitere Methode kenne ich noch, und zwar ist das ein Übungsbuch mit dem schönen Titel Tune Up von Stephen Colley. Leider ist das allerdings vergriffen, aber ich will euch trotzdem mal das Prinzip vorstellen. Man hat einen Backtrack, der auf 440 Hertz gestimmt ist. Deshalb werde ich jetzt mein Mundstück weiter rausnehmen. Also, und dann klingen hier mit einem ganz hässlichen Synthesizer-Sound 3 Klänge, 4 Klänge und man hat erst eine Pause in den Noten und fängt dann mit einem der Dreiklangstöne an zu spielen. Also man muss in den Sound hineinspielen.
Ja, man muss natürlich immer vor allem auf die Begleitung hören und sich selber nur dazu sortieren. Man darf nicht so laut spielen, dass man sagt, hoppla, jetzt komme ich und die Begleitung spielt für mich keine Rolle. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man die Intonation vielleicht doch etwas verpasst. Auch eine sehr schöne Übung ist es, Töne tiefer zu ziehen. Man spielt zum Beispiel das C und erklingen soll ein H, aber der Griff bleibt beim C. Erst das normale C und jetzt ziehe ich das runter, bis es ein H wird. Und jetzt mache ich das H zum A. Das macht euren Ansatz schön flexibel, trainiert die Muskulatur und gleichzeitig habt ihr eine andere Hörvorstellung. Je tiefer ihr werdet und je mehr Finger ihr benutzt, umso schwieriger wird es halt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr euch möglichst jeden Tag mit dem Thema Intonation befasst. Zum Beispiel könntet ihr ja euer Stimmgerät immer anlassen und je nachdem, was ihr gerade übt, guckt ihr zwischendurch mal bei dem einen oder anderen Ton aufs Stimmgerät und dann seht ihr, ich bin zu hoch, ich bin zu tief, ich bin genau richtig, damit ihr das auch während der Stücke mit einübt. Ich werde euch wieder ein paar Links in die Infobox unten schreiben, falls ihr noch weitere Informationen braucht.